Herr Masala, angesichts der diversen Krisen möchte ich mit Ihnen auch noch mal einen Blick werfen auf den Krieg in der Ukraine. Denn auch dort gibt es natürlich einige Meldungen an diesem Vormittag. Russische Truppen, die sollen nun also vor allem im Osten des Landes immer weiter vorrücken. Es gibt auch schon Berichte, dass vor allem Kinder aus der Region Donetsk evakuiert werden sollen. Wie würden Sie das einordnen? Also ist das wirklich eine Größenordnung an Erfolgen, die die russischen Truppen dort momentan für sich erzielen? Es sind keine Durchbrüche. Es sind aber sozusagen wie in den vergangenen Wochen oder Monaten, muss man mittlerweile sagen, erobern die Russen langsam aber stetig Territorium. Jetzt dringen sie nach Chasiv Yar vor. Diese Stadt ist strategisch relativ wichtig, weil sie auf einer Anhöhe liegt und von dort aus können sie dann Kramatorsk bedrohen. Sie können sozusagen den Rest des Donbass bedrohen, der nicht unter ihrer Kontrolle ist. Also da muss man ganz einfach sagen, es ist die Weiterführung dessen, was wir seit Wochen erleben, nämlich ein gradueller Rückzug der ukrainischen Kräfte aus Teilen des Donbass und eine Eroberung von Land durch russische Kräfte. Und haben die Ukrainer dem noch genug entgegenzusetzen? Ich meine, nun gab es die ersten Bilder von F-16 Kampfjets auch in der Ukraine, die dann einsatzbereit sind. Hilft so etwas? Ich glaube nicht, dass die F-16 in dieser Situation helfen werden. Die Ukrainer haben das, was sie seit Wochen und Monaten haben. Sie haben auf der einen Seite ein Personalproblem und auf der anderen Seite haben sie sozusagen ein Munitionsproblem. Also sie haben zu wenig Nachschub an Munition, um dort Stellungen zu halten und sie haben zu wenig Personal, das sie zuführen können. Das ist letzten Endes das, was die ukrainische Situation vor allen Dingen im Donbass seit Wochen und Monaten auszeichnet. Die F-16 sind in zu geringer Stückzahl, als dass sie dort, glaube ich, aktiv werden könnten. Die müssten damit rechnen, dass die russische Luftwaffe sich dann wirklich aktiv dann auch in den Luft-zu-Luft-Kampf einschaltet, mit halt unabsehbaren Konsequenzen für die F-16-Piloten. Die könnten erfolgreich sein, sie könnten aber auch ihre F-16 verlieren. Von daher, glaube ich, ist das Risiko zu hoch, dass wir dort die F-16 massiv im Einsatz sehen werden. Professor Carlo Masala, ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Zeit und für Ihre fachkundige Analyse. Danke.